So, unserem The Chrissy Kimono verleihen wir jetzt den letzten Schliff und das als erstes durch das Annähen unseres Stoffeltiketts von Juliana Matthäus, designed by us, made by you. Ja, das legen wir uns hier in die Mitte auf unseren Beleg und das möchten wir hier mittig auch annähen mit einer Naht rechts und einer Naht links. Ich platziere mir das einmal möglichst gerade, möglichst ordentlich. Mache das hier per Augenmaß, ihr könnt das aber auch super gerne abmessen. Und dann stecke ich mir einmal rechts und links eine Stecknadel, um das zu befestigen und diesen Teil dann mit unter die Nähmaschine zu nehmen. Denn das Stoffetikett möchten wir gleich nur auf den Beleg annähen. Wir möchten nicht bis auf die andere Seite durchsteppen. Und genau so legen wir das jetzt auch an unser Füßchen. Wir klappen hier einmal den Beleg auf, nur auf den möchten wir nähen. Ich mache jetzt als erstes meine rechte Naht. Die setze ich so an, dass meine Naht so ungefähr 2 mm von der Kante von meinem Stoffetikett entfernt platziert wird, verriegel am Anfang und am Ende und ja, dann mache ich einfach nur eine kurze Naht. Genau das gleiche mache ich dann natürlich auch auf der anderen Seite und dann ist unser Etikett schon mal komplett fertig angenäht. Jetzt möchten wir unsere Belege hier oben und auch an den Seiten rechts und links annähen mit ein paar Handstichen, damit uns das nicht später so ein bisschen rumflattert, sondern einfach schön gelegt bleibt. Und dafür lege ich mir hier einmal die Mitte meines Belegs auf die Mitte meines Rückteils, genau wo die Naht dann auch zu sehen ist. Und die nächste Stelle, die wir befestigen, ist dann gleich hier rechts bei der Schulternaht, auch dort, wo die Nähte aufeinandertreffen. Auch genauso wie hier links. Und ja, dafür nehmen wir uns einmal unsere Handnähnadel und ein Stück Garn, ungefähr eine Armlänge eignet sich da. Fädeln dann unser Fadenende einmal durch das Nadelöhr, ziehen an diesem Faden so lang, bis beide Enden gleich lang sind. Und in beide Enden zusammen möchten wir jetzt einen Knoten machen. Ja, wie ihr das macht, ist im Prinzip egal. Ich benutze hier meine ganz besondere Knotentechnik. Nein, also ihr könnt hier einfach einen schönen Knoten reinmachen. So, zack. Und das Fadenende dahinter einfach abschneiden, sodass ihr nur noch den Knoten am Ende habt. Ja, und wenn ihr das vorbereitet habt, dann kann es losgehen mit dem Annähen. Dafür stechen wir einmal von unten nach oben durch den Beleg, hier genau durch die Naht in der Mitte. Nehmen uns dann hier einen Fitzel von unserer Nahtzugabe und mit dem Fitzel meine ich wirklich nur so einen Millimeter. Ihr stecht jetzt nicht bis auf die andere Seite durch, sondern geht nur durch die Nahtzugabe und dann wieder von unten nach oben hier durch unsere Naht von unserem Beleg. Das Ganze wiederholen wir. Wir gehen hier unten durch ein ganz kleines Stück von unserer Nahtzugabe und ja, dann können wir das Ganze schon vernähen. Wir nähen hier einmal auf der Stelle und ziehen dann unsere Nadel durch die kleine Schlaufe, die da entsteht und schneiden dann das Fadenende ab. Ihr seht also, wir haben hier einen kleinen Steg genäht, der einfach das Belegteil daran hindert, rumzuflattern. Und genau das gleiche machen wir hier rechts jetzt auch bei unserer Schulternaht. Die trifft einmal genau mit der Schulternaht des Belegs auf die Schulternaht des Vorder- und Rückteils. Auch hier nähen wir einfach los, nähen dann immer auf die Nahtzugabe, die sich da anbietet, darunter, nähen 2-3 Mal hin und her. Wenn wir das Gefühl haben, das ist gut befestigt, dann vernähen wir wieder den Faden, gehen einfach mit der Nadelspitze durch die kleine Rundung, die da entsteht und ja, schneiden den Faden dann ab. Genauso machen wir das natürlich auf der anderen Seite auch noch. Ja, und wenn das dann bei beiden Seiten geschehen ist, dann machen wir das auch noch hier bei unserem Beleg im Vorderteil jeweils an der Seite. Hier seht ihr auch, es gibt mehrere Möglichkeiten, unseren Beleg festzunähen, denn andauernd stoßen wir hier auf Nahtzugaben, die wir nutzen können. Ja, und an jeder Nahtzugabe, die sich anbietet, könnt ihr bitte einen kleinen Steg setzen. Das kann hier sein, da. Und ja, dann ist der Beleg einfach daran gehindert, einfach aufzuklappen beim Tragen und es wird einfach viel schöner aussehen. Ja, wenn ihr den Beleg ringsrum an den Nahtzugaben befestigt habt, dann nehmt euch doch bitte nach und nach eure Druckknöpfe dazu. Die sind immer verbunden und bestehen aus 2 Teilen. Beide sehen auf den ersten Blick gleich aus. Das eine mit der Aushöhlung hat aber innen so 2 Stäbchen und das ist das Teil, was quasi unten ist. Das andere wird reingesteckt. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, unser hier links zu sehen ist, also wenn man es anhat, rechtes Teil wird über dem linken, wenn man es anhat, Teil getragen. Und hier sieht man zum Beispiel schon unseren ersten Orientierungspunkt. Und dort soll mein erster Teil vom Druckknopf sitzen. Ich habe wieder einen Knoten in meinem Fadenende und den Faden habe ich wieder doppelt genommen.
Und ich fange hier einfach an, auf der Stelle zu nähen, zweimal auf der Stelle. Beim zweiten Mal gehe ich mit meiner Nadelspitze durch die entstandene Schlaufe. Damit ist mein Faden gesichert und ich nähe nicht bis auf die andere Seite. Ich möchte nicht, dass der Faden auf der rechten Seite zu sehen ist und gehe dann immer von unten nach oben in meinen Druckknopf, in das Loch, was sich gerade anbietet. Gehe dann durch meinen Stoff, wirklich nicht bis auf die andere Seite, sondern ich bleibe hier einfach im Inneren des Kimonos. Ja, und wenn ich so 3-4 Mal in das erste Loch des Druckknopfes genäht habe, dann gehe ich unterirdisch hier zwischen meinen Lagen zum zweiten Loch des Druckknopfs, nähe dann hier wieder immer fest, indem ich mir ein kleines Stückchen von meinem Stoff nehme, dadurch nähe und von unten nach oben durch den Druckknopf nähe. Ja, und genauso mache ich das dann weiter. Wenn ich hier auch wieder 3-4 Mal durchgenäht habe, steche ich wieder in meinen Stoff ein, arbeite mich hier von Loch zu Loch, bis ich sicher bin, dass hier alles gut befestigt ist. Gehe noch in das letzte hier unterirdisch durch. Zack. Ja, und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich das Ganze vernähen. Dafür nähe ich einfach einmal auf der Stelle, gehe dann wieder mit meiner Nadelspitze durch die entstandene Schlaufe, wiederhole das Ganze noch einmal. Dann steche ich mit meiner Nadel einmal in den Stoff ein, direkt da, wo ich gerade vernäht habe, komme dann irgendwo wieder raus, ein paar Zentimeter entfernt und schneide erst da meinen Faden ab, denn so haben wir das Fadenende dann schön versteckt. So, ihr könnt dann hier mal so ein bisschen kruscheln mit den Fingern, sodass das dann nach innen geht, das Fadenende, und so sieht das Ganze dann aus. Bitte macht das jetzt wieder genauso für alle eure Druckknöpfe. Wie gesagt, an dem Teil, was hier links liegt gerade, das ist das obere, da nehmen wir die Druckknöpfe mit dem Pinöpel an und auf der anderen Seite die Druckknöpfe mit dem Loch, bitte. Ja, damit haben wir unserem Kimono den letzten Schliff verliehen. Ihr könnt jetzt die Reihe komplett schließen, den Kimono offen oder zutragen, wie ihr möchtet. Und ja, sollte euch ein Orientierungspunkt verloren gegangen sein, legt doch einfach das passende Schnittteil nochmal auf und markiert den Punkt nochmal. Dann solltet ihr genau alle 5 Druckknöpfe angenäht haben. Und ja, herzlichen Glückwunsch zu diesem tollen Ergebnis. So, ich hoffe, ihr hattet mal wieder ganz viel Spaß und ihr habt euch ein ganz besonderes Teil für euren Kleiderschrank gezaubert. Der Patchwork-Style ist auf jeden Fall total angesagt und ich würde den Kimono beispielsweise mit einem weißen Oversize-T-Shirt kombinieren und einer lässigen Hose dazu, zum Beispiel unseren Leslie-Pants in den Nadelstreifen, denn dafür hat man einen richtig coolen Street-Style, mit dem man einfach alles im Alltag machen kann. Ja, und eure Resultate würden mich natürlich auch interessieren. Teilt sie doch gerne unter dem Hashtag JulianaMatthäus_on_me und ja, ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Projekt im Nähen, Stricken, Sticken, Handnähen, was auch immer. Ich freue mich drauf, also fühlt euch gedrückt und bis bald.